Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Ich bin der Retznief. Wir machen weiter bei den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Ich werde euch hier oben irgendwo nochmal die ersten beiden Folgen via Infocard anzeigen. Da könnt ihr ja kurz mal reinschauen oder ihr bleibt hier, wie ihr möchtet. Die Sagen haben nicht zwingend etwas miteinander zu tun, wobei die jetzt quasi thematisch doch gehen in die eine Richtung. Aber es lohnt sich schon, die ersten beiden Teile vorher gesehen zu haben. Zur kurzen Erklärung nochmal. Auf dieser Seite werde ich die Seite einblenden, die ich gerade lese, damit wir gemeinsam zusammenlesen können. So, müsst ihr natürlich nicht, ihr könnt mir auch einfach nur ganz bequem zuhören, wie ihr möchtet. So, schauen wir uns die Seite an. Meine Lavalampe ist immer noch kaputt. Müsste irgendwann mal was kommen. So, schauen, jetzt war zu weit. Das letzte aufgehört haben wir bei Bogniedek. Das war die letzte Sage von der letzten Folge. Und jetzt geht es weiter von Zwergen und Wichten. Die Wichte sind kleiner als die Zwerge, kaum 3/4 Ellen groß, haben lange Bärte und das Aussehen alter Männer. Ihre Kleidung ist die der Bergleute. Hauptkappe, Sitzleder, Laterne, Schlegel und Hammer. Nichts fehlt ihnen. Sie tun den Bergleuten kein Leid, außer wenn sie durch Spottreden böse gemacht werden. Deshalb erschrickt niemand vor ihnen. Ja, man sieht sie ja gerne in der Grube, weil sie sich alle Male da aufhalten, wo es Erz gibt oder wo der Hüttenmann hoffen kann, welches zu finden. Die Wichte schweifen in den Gruben umher und tun sehr geschäftigt. In Wirklichkeit schaffen sie nichts. Bald hört sich's an, als ob sie einen Gang abteuften, bald wieder, als ob sie klirrendes Metall in die Eimer schütten und diese an der Rolle heraufzögen, aber sie äffen die Bergleute damit. Die hören natürlich auf das Graben, Schaufeln, Stoßen und Stampfen, wollen der Sache auf den Grund gehen und finden nichts. Zuweilen werden sie auch von den Wichten gerufen. Kommen sie hin, so ist niemand da. Die kleinen Leute klopfen den Bergmann aber auch 3-mal, wenn der Tod nahe ist. In den böhmischen Zechen werden sie die Hausschmiedlein genannt, denn sie machen zuweilen zu ihrer Kurzwahl eine Musik, als ob mehrere Schmiede taktmäßig den Amboss bearbeiteten. In Idria stellt ihnen die Bergleute ein Töpflein mit Speise an einem bestimmten Ort, kaufen auch jährlich ein rotes Röcklein, das einem kleinen Knaben passen würde, und machen den Wichten ein Geschenk damit. Unterlassen sie es, so werden die Kleinen zornig und ungnädig. Allerwärts werden Berge gezeigt, in denen kleine Leute gewohnt haben. Zwischen Seeblitz und Malsreuth liegt im Walde eine Öffnung, die noch heute das Zwergenloch genannt wird. Die kleinen Leute litten manchmal große Not. Das erbarmte die Bewohner von Nalja, einem Dorf unterhalb von Seeblitz, westlich vom Hof, weshalb sie unter die wenig Nahrung zutrugen. Einmal pflügte ein Bauer in der Nähe des Zwergenloches. Es war Essenszeit, und die Frau des Mannes kam daher, brachte ihm sein Brot und legte es, in ein Tüchlein eingewickelt, am Raine nieder. Da huschte ein Zwergenweiblein aus der Waldlücke heraus und bat den Bauern um sein Brot. Es solle ihm wiedererstattet werden. »Unser Brot ist noch im Backofen, aber darauf können meine Kinder nicht warten«, sprach sie. Der Bauer ging darauf ein, und das Weiblein verschwand mit der Gabe. Ein paar Stunden darauf kehrte sie zurück, breitete ein sehr weißes Tüchlein aus und legte ein noch warmes Brot darauf. Dann dankte sie den Manne vielmals und bat ihn ohne Scheu, von ihrem Brote zu essen. Das Tuch wolle sie schon wieder abholen, das ist auch geschehen. Dann erzählte sie dem Manne, dass sie nun bald ihren geliebten Sitz im Berge verlassen müssten, weil sie so viele Hammerwerke in der Nachbarschaft errichtet worden seien. Verständige Leute ließen das harmlose Völkchen in Ruhe und geboten auch ihrer Kinder ein Gleiches zu tun. Längere Zeit nach diesem Vorfalle lüstete es aber doch einige Buben, ihre Neugier zu befriedigen. Sie krochen mit brennenden Kienspänen in das Zwergenloch, fanden einen schon verfallenen Gang, endlich ein übermannshohes Sälchen, das fleißig in den Stein gearbeitet war und aus dem viele winzige Türen in kleinen Gemächer führten. Weiter kamen die Buben nicht.
Ihre Lichter drohten zu verlöschen, weshalb sie wieder zurückkrochen. Wahrscheinlich waren die Bewohner damals schon ausgezogen. Ja, Mensch, die Wichte. Ich finde das jetzt ein bisschen, es wird jetzt ein bisschen vermischt hier. Also, wenn man jetzt hier kleine, verständige Leute lassen das harmlose Völkchen oder das kleine Völkchen oder dies und das, was meinen die damit? Ich bekomme dann mal so, also ich persönlich komme da mal so ein bisschen durcheinander. Meinen die jetzt das kleine Volk die Wichte oder meinen die Zwerge? Aber hier sieht man ja auch, dass die Zwerge auch ja, Weiblein hatten. Und ich schätze mal nicht, dass diese Zwerge hier so aussehen wie die Zwerge in Herr der Ringe oder sowas. In Herr der Ringe sehen ja die Frauen aus ja, wie Männer. Also die haben ja auch einen Bart und so eine Scherze halt. Ne? Ich glaube, die Zwergendamen haben auch einen Bart. Ich glaube, hier ist das nicht der Fall. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich glaube, das sind einfach kleine Menschen, die sehr talentiert sind in Schmiedekunst. Ja, gut, aber 3/4 Ellen groß. So groß sind Wichte. Wie groß wird das wohl sein? 3/4 Ellen? Ich weiß jetzt nicht in Zentimeter, aber ich würde vielleicht sagen, so groß hier. Ah, scheiße, sieht man gar nicht, wa? So groß? So? Vielleicht? So? Kleine alte Männer? Kleine, weiße, alte, bärtige Männer? So. Machen wir weiter. Des kleinen Volkes Hochzeitsfest. Das kleine Volk auf der Alienburg in Sachsen wollte einmal Hochzeit halten und zog daher in der Nacht durch das Schlüsselloch und den Fensterritzen in den Saal. Sie sprangen hinab auf den glatten Fußboden, wie Erbsen auf die Tenne geschüttet werden. Davon erwachte der alte Graf, der im hohen Himmelbett im Saale schlief und wunderte sich über die vielen kleinen Gesellen. Da trat einer, geschmückt wie ein Herold, zu ihm heran und lud ihn mit geziemten Worten ein, an ihrem Feste teilzunehmen. Doch um eins bitten wir, setzte er hinzu. Ihr allein sollt zugegen sein. Niemand von euren Hofgesinde darf unser Fest anschauen, auch nicht mit einem einzigen Blicke. Der alte Graf antwortete freundlich, da ihr mich einmal in Schlaf gestört habt, so will ich auch mit euch sein. Mein Hofgesinde schläft und wird euch nicht stören. Nun ward ihm ein kleines Weiblein zugeführt, niedliche Lampenträger stellten sich auf und eine Heimchenmusik hob an. Der Graf hatte Mühe, seine Tänzerin nicht zu verlieren, die ihm so leicht dahersprang und dem alten Mann so im Wirbel umherdrehte, dass er kaum Atem konnte. Doch hatte er seine helle Freude an dem lustigen Treiben. Mitten in dem Tanze aber stand auf einmal alles still. Die Musik verstummte und die kleine Gesellschaft blickte erschrocken nach einer winzigen Fenster nahe der Decke, durch das die Gräfin vorwitzig ihren Kopf steckte. Einen Augenblick darauf waren alle verschwunden und es wurde still und dunkel im Saale. Da trat der Herold, der allein zurückgeblieben war, wiederum vor den Grafen, verneigte sich und dankte ihm für die erwiesene Gastfreundschaft. Weil aber, sagte er dann, unsere Freude und unsere Hochzeit dadurch gestört worden sind, dass noch ein anderer menschliches Auge auf unser Fest geblickt hat, so soll euer Geschlecht nie mehr als 7 Eilenburger zählen. Dann verschwand auch er, und der alte Graf war wieder alleine und betrübt darüber, dass er das kleine Volk gekränkt hatte, ohne es zu wollen. Die Verwünschung ist aber bis auf den heutigen Tag eingetroffen. Von 6 lebenden Eilburgern ist immer einer gestorben, ehe der 7. geboren war. Schick, schick, ich kann mir das richtig vorstellen. Da gibt es bestimmt einige so kleine, also ich kann mir vorstellen, ich habe es natürlich noch nicht gesehen, oder ich weiß nicht, ob ich es als Kind gesehen habe, vielleicht mal so nebenbei, dass das so als Trickfilm, ne, so schön im alten Stile, wie man das damals gemalt hat, nicht heute mit diesen High-End, ne, also diesen, ja, wo man die Bilder übereinander legt halt, ne, in Folien und sowas, wie es ja heute gemacht wird, sondern eher so richtig schön noch alles gezeichnet, damals, ganz alt, wo es diese moderne Technik noch nicht gab. Kann ich mir gut vorstellen, dass so etwas mal als Trickfilm verfilmt wurde.
für die Kinder von damals. Wird wahrscheinlich sich heute keiner mehr ansehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte es mir aber gut vorstellen, weil wenn ich es so durchlese und ihr es mir zuhört und auch liest, könnt ihr euch sicher, das geht direkt in den Kopf und ihr habt direkt Bilder da oben. Wie der kleine Mann mit so einem kleinen Mädchen dann so tanzt. Aber in der Stelle frage ich mich immer, wie groß sind die denn dann? Wenn hier steht ja am Stimmt, sie sprangen hinab auf glatten Fußboden wie Erbsen auf die Tenne geschüttet werden. Das heißt also, so ganz leicht. Das heißt, die wiegen ja nicht viel, dann können die ja nicht besonders groß sein. Also, wenn dann der Graf, wie groß muss der Graf sein, dass er mit so einem kleinen Weiblein tanzen kann? Ich meine, hat er dann die kleinen Finger dann so gegeben und dann... Eigentlich müsste er sie ja herumwerfen. Eigentlich müsste er sie ja rumwerfen und sowas, weil sie ja halt überhaupt gar nicht seine Gewichtsklasse wäre. Naja, gut, lassen wir das einfach so stehen. Es sind halt auch Geschichten für Kinder, ne? Und da regt die Fantasie ja sowieso, und da geht ja sowieso alles. Ne? In Kinderfantasie geht eh alles. Mal weiter im Text. Der einkehrende Zwerg. Also, habt ihr gemerkt, bei der ersten Sage davor ist es jetzt schwer zu sagen, geht es um Zwerge oder geht es um Wichte? Hier wird weder Zwerg noch Wicht genannt. Jetzt aber geht es um einen Zwerg. Der einkehrende Zwerg. Bei Sturm und Regen kam ein wandernder Zwerg durch das Dörflein Ralligen in der Schweiz, ging von Haus zu Haus und pochte tief regentriefend an die Türen der Leute. Aber niemand erbarmte sich und wollte ihn öffnen, ja, höhnten ihn noch dazu aus. Da ging der Zwerg an das Hirtenhaus am Ende des Dorfes müde und matt. 3-mal klopft er bescheiden an das Fenster, da öffnet ihn der alte Hirt und bot dem späten Gast gern und willig dar, was sein Haus vermochte. Seine Frau trug Brot, Milch und Käse auf, mehr war dem armen Leuten nicht vorhanden. Das Zwerglein schlürft ein paar Tropfen Milch und aß Krumen von Brot und Käse. »Ich bin eben nicht gewohnt, so derbe Kost zu speisen«, sagte er, »aber ich danke euch von Herzen, und Gott soll's lohnen, und Gott lohnt's. Nun ich geruht habe, will ich meinen Fuß weitersetzen.« »Ei, bewahre«, rief die Frau, »nehmt doch mit ein Bettlein fortlieb. Wer kann bei Nacht in diesem Wetter hinaus?« Aber das Zwerglein schüttelte den Kopf und sagte, »Droben auf der Fluh«, in Klammern der Felswand, »habe ich allerhand zu tun und ich darf nicht länger ausbleiben. Morgen sollt ihr mein schon gedenken.« Damit nahm der Kleine Abschied und die Alten legten sich zur Ruhe. Der anbrechende Tag aber weckte sie mit Unwetter und Sturm. Blitze zuckten am roten Himmel und Ströme Wassers ergossen sich in das Tal. Da riss sich oben am Joche der Flur ein gewaltiger Fels los und rollte dem Dorfe zu, das unter seiner Last begraben wurde, samt allen lebenden Seelen darin. Nun, nur das Hirtenhäuschen blieb verschont, doch erwarteten die beiden Alten, die bebend und ratlos vor ihren Haustür standen, jeden Augenblick ihren Untergang, denn der Strom, der mit Bäumen, Balken und Getrümmer gefüllt war, brauste verderbend drohend ihre Hütte entgegen. Da sahen sie mitten in den wilden Bergwasser einen riesigen Felsstück herannahen. Oben darauf hüpfte lustig des Zwerglein, als wenn es ritte, ruderte und steuerte den Stein. Da durchstaute er das tobende Gewässer, so dass es die Hütte nicht erreichte, sondern rechts und links davon abfloss. So war das Häuschen gerettet, die beiden Alten desgleichen. Der Zwerg nickte ihnen freundlich zu, schwoll an und wurde größer und breiter, wuchs zuletzt zu einem ungeheuren Riesen und zerfloss in der Luft, während jene beiden Alten Gott für ihre Rettung dankten. Geil. Ja, Mensch, das erinnert mich so ein bisschen jetzt an Hexer, The Witcher, Hexer, Geralt der Hexer. Da gibt es ja auch eine, ist das jetzt vorausgesagt? Ach, das Spiel ist schon ewig alt, ne? Da gibt es ja auch eine Stelle, da ist eine Geschichte, wo in einer Stadt überall Löffel gestohlen werden.
Und es stellt sich dann in dieser Geschichte stellt sich dann heraus, dass eine Kreatur alle Löffel stiehlt. Und alle Löffel, also auch den goldenen Löffel. Es geht da wahrscheinlich um so einen goldenen Löffel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist schon ewig her, das Spiel ist doch riesig. Und du kannst diesen Gast, also ihr könnt jetzt quasi, ich werde unten eine Zeitlinie einführen, wo ihr quasi zum nächsten springen könnt. Also wenn ihr das jetzt nicht wissen wollt, weil ihr euch das Spiel jetzt nicht, weil es kommt ja bald ein Update für das Spiel heraus, dass es dann quasi auf die nächste Generation quasi kommt, also hochgestuft wird grafisch und Auflösung und sowas. Also wenn ihr das nicht sehen wollt, springt einfach dann zur nächsten Sage. Naja, auf jeden Fall ist es da so, man kann diese Bestie töten. Das ist so eine, die läuft dann so rum und dann und du kannst die einfach kalt machen. Ja, ich glaube, du kommst vorher in der Geschichte kommst du erst an, bevor das Vieh da ist. Und du siehst dann halt eben im Keller überall Löffel. An den Decken hängen überall Löffel. Und der Keller ist voll, da stapelt sich schon das ist wie Onkel Dagobert, der in seinen Goldtresor springt. So könnt ihr das mit Löffeln vorstellen. So hoch stehen die Löffel. Zumindest habe ich es so noch in Erinnerung. Und irgendwann, du versteckst dich ja dann, also wenn du mit Geralt herumguckst, mit deinen Hexersinne und schaust dir alles an, der schlussfolgert dann und bla bla bla. Und dann versteckst du dich ja, glaube ich, im Schrank. Und dann kommt dir diese Bestie. Und dann kann man die Bestie auch einfach töten. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Und zwar, es gibt ja noch diesen anderen Weg, dass du dich dann mit der Bestie hinsetzt und dann zusammen etwas isst mit ihr. Und dadurch ist dann diese Verwunschung quasi weg. Und das Vieh hat immer irgendwelche Leute entführt, die einfach mit ihr etwas essen sollen. Um jetzt quasi den Bogen zurückzukriegen, wieso mir das jetzt hier so bekannt vorkommt mit der Geschichte. Da ist es auch so, dass ich glaube, der Spiegelmacher, der kommt ja auch an eine Tür und klopft dran und fragt halt eben um Essen und ein warmes Bett. Ne? Weil draußen war Gewitter und Co. halt, ne? Also, kennt man ja. Und weil sie quasi gesagt hat, nein, ich will hier keinen Fremden und ich gebe dir auch nichts zu essen, gar nichts. Er hat ja am Ende auch gesagt, gib mir doch einfach etwas zu essen, bitte. Und als das nicht passiert ist, hat er sie ja verflucht, weil sie eben nicht Gastfreund war, keine Gastfreundschaft gezeigt hatte. Und ja, bisschen blöd gelaufen. Und der Fluch war quasi so, den Fluch konntest du nur brechen, wenn sich jemand mit ihr am Tisch essen sitzt. So, dann konntest du den Fluch brechen. Ansonsten bleibt sie halt eben so ein Monster und kann sich artikulieren, indem sie wie ein Zombie halt irgendwie, ne, und die anderen raffen es nicht. Und so erinnert mich das genauso hier. Der Zwerg geht durch das Dorf durch, klopft an alle Türen, keiner macht ihm auf, sie beschimpfen ihn sogar oder lachen ihn sogar aus, die alle gehen drauf. Und da stelle ich mir dann die Frage, hat er das angerichtet? Hat er das Dorf quasi niedergeschmettert? Oder war es etwas unausweichlich, dass das oben abbricht und das alle kaputt macht und er hat einfach nur noch sie verschont? Das wäre natürlich ein bisschen garstig, wenn man ein ganzes Dorf platt macht, nur weil sie einen nicht die Gastfreundschaft verwehren. Garstiger Zwerg. Gut. Weiter geht's im Text. Die Dadesheimer Zwerge. Ich weiß, die Dadesheimer Zwerge. Dicht bei den Städtchen Dadesheim, nordwestlich von Halberstadt, fließt ein Bach aus dem Zwergenberge heraus. Dicht bei den Städtchen Dadesheimer, nordwestlich von Halberstadt, fließt ein Bach aus dem Zwergenberge heraus. Wenn die alten Bewohner diesen Ortes zu einer Hochzeit oder einer anderen Veranlassung ein Feierkleid oder sonst ein seltenes Gerät brauchten, so gingen sie an den Berg und sagten dort dreimal ihr Anliegen her. Vor Sonnenaufgang hatten sie dann das Gewünschte. Brachten sie es nach dem Gebrauche zurück, so waren die Zwerge zufrieden, wenn ihnen etwas von den festlichen Speisen vor den Berg gesetzt wurde.
Doch wird auch erzählt, dass die Zwerge zuweilen Näscher waren und das Verbot des Felddiebstahls nicht immer redlich achteten. Der Schmied Richard hatte sein Feld mit Erbsen bestellt, die aber, wenn sie wohlschmeckend waren, immer ausgepflückt wurden. Da baute sich Richard ein Hüttchen auf seinem Acker und wachte Tag und Nacht. Am Tage und auch in der Nacht merkte er nichts. Kam aber der Morgen, so sah er, dass er trotz aller Achtsamkeit doch wieder bestohlen worden war. Voll Verdruss über seine verlorene Hoffnung und Mühe beschloss er, die noch übrigen Erbsen auf dem Acker auszudreschen. Bei dieser Arbeit hörte er auf einmal ein jämmerliches Geschrei und erblickte einen Zwerg, dem er mit dem Dreschflegel den Schädel arg zerschlagen hatte und der nun sichtbar wurde, weil ihm seine Nebelkappe abgefallen war. Der kleine Dieb floh eiligst in den Berg zurück. Seitdem war es aus mit der beidseitigen Freundschaft. Und das Zwergenvolk verließ in einer Nacht den Berg, um nie wieder zurückzukehren. Ein Hirt hatte sich unter einer Brücke versteckt, über die der Weg führte, und es war ihm, als ob eine ungeheure Schafherde darüber ging. So viele kleine Leute wohnten damals in Dardesheimer Berge. Sie hatten einen großen Topf an das Ende der Brücke gestellt, und jedes Männlein legte eine Münze hinein, die zwar unbekannten Gepräges war, aber aus gutem Silber bestand. So bezahlten die kleinen Leute redlich die geraubten Erbsen. Ja. Wieder eine Geschichte, in der die Zwerge verschwinden. Immer aus zauberhafter Hand. So, weg sind sie. Ja, hier hat man auch mal ein Zwergenrelikt gehört. Die Nebelkappe. Ja, es ist ja bekannt, dass die Zwerge solche gar wunderbaren Geräte erschaffen können oder Kleidung oder sonst was. Ist ja bei den Nibelungen ja dasselbe mit Siegfried halt, ne? Der kriegt ja auch dann die ich weiß gar nicht, wie das nochmal hieß. Es hieß nicht die Tarnkappe, oder? Tarnhaube oder sowas? Ich bin mir nicht mehr sicher. Das könnte man auch mal könnt ihr auch mal vorlesen. Aber das ist noch Zukunft. Ich habe noch so viel vor. Wir haben noch so viel vor. Die Welt der Bücher ist unendlich. Gut. Untreue in alter Zeit. Im Haßlitale in der Schweiz erschienen die Zwerge früher in der Sommerzeit. Da kamen sie von den Flühen herab und gesellten sich den Menschen zu, namentlich in der Heuet, in Klammern Heuernte. Sie halfen gern und schützten vor Schaden. Wenn nun das Landvolk frühmorgens mit Wagen und Gerät herzog, fand sich, dass die Arbeit schon getan war. Wenn dann die Bauern erstaunte Gesichter machten, dann lachten die fleißigen mehr, die sich im Gesträuche versteckt hatten. Oftmals zürnten die Bauern, wenn sie ihr noch nicht vollreifes Getreide auf dem Acker niedergeschnitten fanden. Kam aber dann ein Gewitter mit Hagelschlag, der ihnen alles vernichtet hätte, so dass sie kaum ein Halmchen gerettet haben würden, wenn es nach ihnen gegangen wäre, dann lobten sie das kluge Zwergenvolk, das alles vorhergesehen hatte. Hatten die Zwerge ihre Arbeit getan, dann setzten sie sich gern auf den langen und dicken Ast eines Ahornbaumes ins schattige Laub. Das war bekannt, und niemand störte sie und missgönnte ihnen die wohlverdiente Ruhe. Einmal aber kamen böse Buben auf den Einfall, sich einen Hauptspaß zu machen. Sie sägten in der Nacht den Ast durch, doch so, dass er zum Scheine noch am Stamme hielt. Am Morgen kamen die Zwerge arglos, setzten sich nach ihrer Gewohnheit auf den Ast und fielen jämmerlich herab. Die Übeltäter hielten sich den Bauch voll Lachen, die gefoppten Zwerge aber nahmen das sehr übel. Sie riefen laut: »Oh, wie der Himmel so hoch und die Untreue so groß, heut hier und nimmermehr!« Sie hielten Wort und ließen sich im Lande nie wieder sehen. Schon wieder sind sie weg. Verdammt nochmal. Ich will auch mal einen Zwerg sehen. Verdammt nochmal. Warum sind Zwerge so garstig? Ja, warum sind die so rachsüchtig? Ja? Da machen irgendwelche Buben irgendeinen Mist, ja, und
Für alle ist es dann vorbei. Die sind echt garstig, die Zwerge. Mann, 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 Mann. Die brechen die Freundschaft wegen einer kleinen Sache. Ja gut. So, machen wir weiter. Das geht ja auch recht schnell durch, habt ihr gemerkt, ne? Also das sind alles doch recht kurze Sagen. Aber so schön knackig kann ja auch mal sein, ne? Das verzauberte Erdmännchen. Ja, die unfassbar viele Namen, ne? Erdmännchen, Wichte, na gut, das ist nicht was anderes. Aber Erdmännchen, Wichte, kleines Volk. Wir haben genug Synonyme. Okay, das verzauberte Erdmännchen. Einmal hütete eine Schäferjunge nicht weit von Dresden die Herde des Dorfes. Da sah er einen ziemlich großen Stein vor sich, der, sobald er ihn mit dem Fuße anstieß, ein paar wunderliche Sprünge machte. Er hob ihn in die Höhe, um die Sache zu untersuchen. Da sprang ein Erdmännchen heraus, stellte sich vor dem Knaben hin und sagte: »Das war höchste Zeit, dass du kamst, denn mir wurde auf der Dauer langweilig in dem Steinklumpen, in den mich einer verwunschen hat. Nun will ich dir dienen. Gib mir Arbeit, dass ich etwas zu tun habe.« »Du kannst mir helfen, Schafe hüten«, sagte der Junge. Das Männlein nickte und verrichtete diese Arbeit recht sorgsam, bis der Abend kam. Als der Bube nun heimtrieb, sagte das Erdmännchen zu ihm: »Ich will mit dir gehen, wo du hingehst.« Da antwortete der Bub aber gleich: »In mein Haus? Das geht nicht, dahin darf ich dich nicht bringen, denn ich bin darin selber nur geduldet. Ich habe doch weder Vater und noch Mutter. Mein Dienstherr würde mich prügeln, wenn ich ihm noch einen weiteren Gast ins Haus brächte.« Der Kleine ließ sich aber nicht irre machen. »Du hast mich einmal angenommen, musst mich darum auch versorgen. Geht's bei dir im Hause nicht, musst du mir eine andere Herberge verschaffen.« Da wies ihn der Junge in das Nachbarshaus, der keine Kinder hatte. Hier quartierte sich der Zwerg auch bald ein und suchte sich den besten Platz hinter dem Ofen aus. Nun kamen die alten Leute aus dem Dorfe und unterhielten sich mit ihm. Zu ihrer Verwunderung kannte er die Einwohner so gut wie sie selbst, kannte Väter und Mütter und überhaupt alle, die vor 100 Jahren, aber noch früher im Dorfe gewohnt haben. Er kannte der Reihe nach die früheren Besitzer der Häuser, gab aber auf alles Fragen guten Bescheid, wie auch Irrtümer zu berichten wusste. Darüber staunte alles. Nach und nach aber wurde der Bauer seines Gastes überdrüssig. Wäre ihn auch gern los gewesen, selbst wenn es ihn ein Stück Gelde gekostet hätte. Alle seine Mühe waren indes vergebens. Der Erdzwerg machte keine Mühe, das Gehöft zu verlassen. Er klagte seine Not endlich einem erfahrenen Freunde, der öfters mit Zwergen zu tun hatte. Der riet ihm, ein Dutzend Eier mitten durchzuschlagen und auf dem Herd zu stellen. Der Bauer tat es. Als nun der Zwerg die vielen kleinen Töpfchen auf dem Herde stehen sah, grauste es ihm. Er glaubte nicht anders, als dass ein ganzer Schwarm Zwerge anrückte, der von den Bauern festlich bewirtet werden wolle, und rief aus: »Hier ist nicht gut fein, in solchen Verein kann ich nimmer gedeihen.« Damit ging er und ließ sich nie wieder blicken. Dass die Zwerge ein sehr hohes Alter erreichten, beweist auch eine andere Sage. Im Ofenberge in Hessen wohnten viele Erdmännlein. Wenn ein Bauer Bier braute, kam immer ein steinaltes Männlein mit einem Kruge, holte den Sud, der noch warm war, und bezahlte mit gutem altem Silbergeld. Einmal kam das Männlein bei großer Hitze und trank so viel, dass es schläfrig wurde. Beim Aufwachen fing es an, bitterlich zu weinen und klagt: »Und nun wird mein Großvater mich schlagen. Nun wird mich mein Großvater schlagen, weil ich zu lange ausgeblieben bin.« Streichs lief der Zwerg heim, vergaß in der Erregung seinen Krug mitzunehmen und kehrte nie wieder. Der Krug blieb im Hause und brachte der Wirtschaft Glück. Als er aber einmal aus Versehen zerbrochen wurde, floh das Glück gleichsam aus dem Hause und alles wurde krebsgängig. Hammer, das ist wirklich super. So, da haben wir es wieder, ne? Die Zwerge kommen, die Zwerge gehen. Aber die Sache jetzt mit dem Eiern habe ich nicht so richtig gerafft. Was meinte er damit? Ich lese das nochmal kurz vor. Der
Der riet ihm, ein Dutzend Eier mitten durchzuschlagen und auf den Herd zu stellen. Der Bauer tat es, als der Zwerg diese viele kleinen Töpfchen auf dem Herde stehen sah, grauste es ihm. Die Töpfchen, also meint er quasi, er hat die Eier quasi in der Mitte durchgeschlagen und hat sie quasi das Eigelb raus und dann so hingestellt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich krieg das nicht richtig in den Kopf. Und warum kommt er dann darauf, dass er andere Zwerge bewirtet? Hat bestimmt irgendeinen krassen Hintergrund, den ich jetzt gerade nicht check. Wenn es einer von euch weiß, wäre cool, wenn ihr das unten reinschreiben würdet, weil ich raff das nicht. Also mir würde jetzt kein schlüssiger Grund einfallen, warum genau Eier dem Zwerg plötzlich, ja, auf die Idee käme, dass plötzlich noch mehr Zwerge kämen, die bewirtet werden wollen. Egal. Gut. Dann war's das für heute. Ich hoffe, ihr hattet euch gut unterhalten gefühlt. Oh, ich habe mich noch gerettet mit dem Satz. Nächstes Mal geht's weiter. Ich schaue noch mal kurz, was da noch kommt. Wartet mal, machen wir mal wieder. Wie gehen wir hin? Hier zum Beispiel ist jetzt schon eine besondere Seite mit Bild. Die zeige ich dann euch später. Als nächstes kommt der Kobold. In einigen Orten Norddeutschlands hatte sich jeder Bauer einen Kobold oder Hausgeist, der sich im Hause ungebeten nützlich machte. Der Kobold ist zu aller Arbeit zu gebrauchen. Er trägt Wasser in die Küche, hackt Holz, holt Bier aus dem Keller, striegelt die Pferde und mistet den Stall. Oh, ich hätte gern so einen Kobold. Der könnte immer die Kamera richtig hinstellen, der könnte mir Luft zufächern. Mensch, so ein Kobold. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal zum zweiten Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Lasst uns lesen. Auf Wiedersehen.